Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal gibt es 3 Premieren. Die erste ist, dass ein Kadermodell mal auf den Kanal vorgestellt wird, und zwar genau dieses. Die zweite Premiere, dieses Video erscheint ausnahmsweise mal unter der Woche und nicht wie üblich am Ende der Woche, am Freitag. Und die dritte Premiere, dieses Modell wurde mir zur Verfügung gestellt. Aber nach der Reihe. Zur ersten Premiere, ein Kadermodell. Konkret geht es ums C63002 Set. Es heißt Feng Sheng Wings Supercar. Teile haben wir 1812 und aus dem Jahr 2021 ist es. Es schaut einem Pagani Huayra Roadster BC verdammt ähnlich. 4 Bauabschnitte gibt es, bis das Ding fertig ist. 5, wenn die motorisierte Version dabei ist. Und ich denke, wir haben da die motorisierte Version. Wie bei Kader üblich, was ich so gesehen habe bis jetzt, unterteilen die einzelnen Bauabschnitte nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben. Also bei 4 Bauabschnitten gibt es Bauabschnitt A bis D und bei 5 Bauabschnitten A bis E. Bauschritte wiederum gibt es ganz wenig nur. Bei der statischen Version 403, bei 1812 Teile ist 403 Bauschritte nicht viel. Lego würde da wahrscheinlich 1403 Bauschritte machen. Na, schauen wir mal. Bei der motorisierten Variante sind es auch nur 429 Bauschritte. Also sehr interessant. Da bin ich schon wirklich gespannt, was Kader da macht. Zur zweiten Premiere. Warum erscheint das unter der Woche? Oder warum gibt es einmal in der Woche 2 Videos plötzlich? Ich habe mir gedacht, weil wir ja gerade mitten in den Brickman Lastwagenwochen sind, passt dieses Modell nicht wirklich zu Lastwagen dazu, weil das ist eigentlich genau genommen das Gegenteil eines Lastwagens, weil da kann ich fast keine Lasten transportieren, bis auf einen Beifahrer und eine Kreditkarte und ein Zahnbürstel. Vielleicht sogar noch eine Unterhose, wenn es reinpasst, aber dann sind wir schon fertig. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich unter der Woche mal ein eigenes Video. Jetzt kommen halt ausnahmsweise mal 2 Videos pro Woche hochgeladen. Zur dritten Premiere. Dieses Set, wie gesagt, wurde mir zur Verfügung gestellt von der Firma Lesdi. Die hat eine Homepage, eine deutsche Homepage sogar, lesdi.de. Ich werde es unten in der Beschreibung reinschreiben und verlinken. Und diese Firma ist vor kurzem an mich herangetreten und hat gemeint, sie haben ein paar Videos von mir gesehen und sie wären an einer Zusammenarbeit mit mir interessiert. Wie wäre es, wenn wir dir ein Set schicken, du baust das auf und machst ein bisschen Werbung für uns? Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren, das funktioniert. Ich darf auch sagen, was ich möchte. Ich bin da nicht irgendwie gebunden an etwas. Das Einzige, was ich machen soll, ist eben ein wenig Werbung, was ich hiermit sehr gerne tue. Und zwar, ich habe die Firma vorher nicht gekannt, und wenn man auf die Homepage schaut von denen, lesdi.de, wie gesagt, war ich überrascht von dem großen Sortiment, die sie anbieten. Also sie bieten verschiedenste Hersteller, chinesische Hersteller hauptsächlich an, ob es jetzt Kader, Note King, Xingbao oder ähnliches, gibt es dort dann zum Durchstöbern, bieten sie an. Also sehr, sehr viel Hersteller und viele Themen, zum Beispiel auch Star Wars ist ein Thema dabei, Militärthema. Also es ist wirklich umfangreich, die Sammlung, die da anbieten. Was auch noch ist, was mir aufgefallen ist, sie haben 3D-Metall-Puzzles. Habe ich so auch noch nie gesehen. Ist auch sehr interessant. Ist eine Art Steampunk-Version
falls das jemand kennt, das ist so eine Stilrichtung, da wird sehr viel Mechanik gezeigt, Dampfbetrieben zum Teil auch. Also dieses Technikthema, das holt mich komplett ab. Und es wird auch in Hollywood-Filmen zum Beispiel behandelt, wie in Wild Wild West mit dem Will Smith, Kenneth Branagh, Kevin Kline spielt da auch mit. Oder Sky Captain and the World of Tomorrow fällt mir da auch noch ein, mit dem Jude Law, Angelina Jolie ist da dabei. Und die sind auch auf der Steampunk-Welle unterwegs. Also bin ich voll begeistert, das holt mich voll ab. Und da kann man sich dann so Lampen zusammenbauen mit dem 3D-Puzzle, muss man ein bisschen schrauben, mit Zangen werden da mitgeliefert. Also ist ganz interessant. Habe ich so vorher auch noch nie gesehen. Aber was mich ganz besonders freut und wo ich sehr überrascht war, dass es sowas gibt, die bieten MOCs an. Also MOCs zur Erklärung, MOC, My Own Creation, übersetzt meine eigene Kreation. Es gibt Leute, die denken sich eigene Modelle aus, stellen das dann auf Rebrickable zur Präsentation dann dar. Meistens geben sie sogar noch einen Bauplan dazu und den kann man sich dann käuflich erwerben und gleichzeitig auch, wenn es bei Rebrickable ist, glaube ich habe es zwar noch nie gemacht, aber das habe ich mir sagen lassen, man kann dort mittels einer Suchfunktion gleich bei den Händlern, die dort gelistet sind auf dieser Seite, die Teile raussuchen, die ich benötige für dieses Modell, das was mich da gerade interessiert. Und eben solche Modelle von den Mockern wird auf dieser Homepage auch angeboten, aber nicht illegal, sondern die sind autorisiert von den Mockern. Zum Beispiel das Notre Dame XXL, das der Olli auf Klemmbausteinwelt gerade zusammenbaut, das gibt es dort auch zu kaufen. Das hat 63.181 Teile und ist 55 Kilo schwer. Also, puh, Hut ab, Olli. Also, ich weiß nicht, ob ich so viel Lust und Muße hätte, mir so ein großes Teil nach Hause zu stellen und zusammenzubauen. Nicht schlecht. Und wie gesagt, also da war ich ganz begeistert und da gibt es auch verschiedene Themen. Offroad-Modelle, Kirchen, Burgen, alles mögliche. Häuser, super. Habe ich so noch nie gesehen. Unbedingt mal vorbeischauen dort. Bin ganz begeistert. Gut, so viel zu der Firma LSD und jetzt bin ich schon begeistert und voller Vorfreude, wie sich das Ding da bauen lässt. Los geht's! Zuerst geht es aber ans Unboxing. Moment, wir haben ja heute wieder eine Box. Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist. Muss ich jetzt gleich noch dranhängen, bevor ich anfange. Ob die immer mit Box verschicken, das muss ich noch rausfinden. Das werde ich inzwischen machen. Und wenn das so wäre, muss ich sagen, das wäre auch einmal ein ziemlich außergewöhnlich, Alleinstellungsmerkmal möchte ich nicht sagen, aber es wäre zumindest außergewöhnlich, wenn die das als in einer Verpackung, in der Originalverpackung verschicken. Das hat eigentlich, ist es relativ schnell gegangen, innerhalb von einer Woche, knapp 10 Tage war es da, also von dem her ist es auch relativ flott gegangen und bis jetzt bin ich begeistert. Es ist ein toller Kontakt mit der Firma. Ich habe da ein paar E-Mails ausgetauscht, waren sehr nett, sehr zuvorkommend und wie gesagt, sehr unkompliziert das Ganze. Aber kommen wir mal zum Unboxing. Ein bisschen rauszoomen. So wäre die Schachtel, wie gesagt, von vorne die Box. Das wäre die Rückseite. Da sind ein paar Details angegeben. Hier drauf, dass die Tür offenbar ist. Da ist ein bisschen was vom Motor abgebildet. Hier der Innenraum und da unten die Motorisierungen. Moment, ich würde es vielleicht kurz. Was haben wir da? Einmal ein Pro-Motor. Was wird das sein?
schwer zu sagen, vielleicht ein L-Motor. Das ist definitiv ein Servo. Da ist einmal die Batteriebox, 4-Kanal, 2,4 Hertz, eine LED, ein LED-Kit ist auch dabei und die Fernbedienung. Das spiegelt ein bisschen, gell? Also ich schätze mal, das wird ein L-Motor sein, Servo ist eh klar. Die Box, LED-Beleuchtung und Fernbedienung. Seitlich sehen wir da noch eine Abbildung vom Auto von der Seite. Es wird 48 cm lang, 12,4 hoch. Oh, das ist eh ganz groß eigentlich. Und hier ist noch einmal eine andere Abbildung. Ja, und das war dann ein QR-Code. Oben die Box mit Griff und einer 1:1 Abbildung von Felge und Reifen. Und unten dann das Typische mit den Warnhinweisen und diversen Sachen. Ja, fein. Packen wir es mal aus. Schauen wir mal, was drinnen ist. So, brauchen wir mal ein Messer. Messer. So. Zack. Okay, ziehen wir uns mal raus. Es geht ein bisschen schwer, wenn wir das anders machen. Wenn wir das so machen. Aha, ich sehe schon. Na komm. So, das hängt da oben fest. So, jetzt haben wir es. Da oben ist nämlich der Haken da für den Griff. Und der hat sich ein bisschen gewehrt. So sieht es in der Box drinnen aus. Wir haben da die Bauanleitung inklusive Aufkleber. So, schauen wir mal. Bauanleitung Nummer 2. Das wird Bauanleitung 1 sein, nehme ich an. Jawohl, so ist es auch. Bauanleitung 1. Aufkleber. Wie viel haben wir? 12 Stück Aufkleber. Okay. Und eine Visitenkarte von Kada. Cool, habe ich ja noch nie gesehen. So, was haben wir hier? Schönes. Das sind einmal die Soft Axles, eine eigene Tüte. Hier ist der Servomotor. Was haben wir noch? Das sind die LEDs. Hier ist der L-Motor. Ein Reifen habe ich gefunden. Die Fernbedienung inklusive Akkubox. Ja, und der Rest liegt so drinnen. Ich will jetzt nicht zu viel rascheln, aber man sieht, es ist in Bauabschnitten unterteilt. 3. Aber witzigerweise, wie gesagt, Kada benutzt ja nicht die Zahlen, die benutzen ja die Buchstaben. Aber ich schätze mal, da werden wir schon zurechtkommen. Gut, dann werde ich das jetzt sortieren und dann geht es los mit Bauabschnitt 1. Freue mich.
Der Bauabschnitt 1, zugleich Bauabschnitt A, wie es das Kader benennt, ist beendet. Gebaut habe ich das Untergestell des Boliden, des Fengsheng Wings Supercar, was so ähnlich ausschaut wie der Pagani Huayra Roadster BC. Gebraucht habe ich dafür gute 2,5–3/4 Stunden. War schönes Bauen, war eigentlich gut alles, gibt keine Beanstandungen, im Gegenteil, ich bin begeistert von der Qualität der Liftarme und der Pins. Im Detail, die Pinkraft ist nicht so stark wie die von Mold King, sie gleicht dem von Lego. Und ein Bekannter von mir, der Lego-Sammler ist, der mir auch das Lego Piano, was ich schon mal vorgestellt habe, zur Verfügung gestellt hat, der sagt das auch. Er hat mir mal das Mold King, den Mold King Tatra 8x8 hat er mal gebaut. Und das Modell selber hat ihm getaugt, aber er hat gemeint, er hat Fingerweh von den ganzen Pins, die er schwer reindrücken hat müssen. Es hat ihn nicht so gefreut. Und ich muss sagen, mich stört es persönlich nicht so wirklich viel, dass die Pins so schwer reingehen, aber natürlich ist es schöner, wenn man sich leichter tut beim Pin reindrücken. Keine Frage. Was noch speziell super ist hier und was ein ganz tolles haptisches Erlebnis ist, die Liftarme haben eine ganz tolle, weiche Oberfläche. Das ist ganz konträr zum Mold King, die eher wie Plastik sich anfühlen und nicht so schöne, weiche Oberfläche haben wie da. Es ist auch dem des Legos sehr ähnlich. Es greift sich fast an wie so Soft-Touch-Oberflächen, wie sie VW damals beim 4er Golf eingeführt hat, wo dann ein paar Jahre später das abgeblättert ist und furchtbar grauslich dann zum Schluss ausgeschaut hat. Nee, das war nicht so schön. Aber so ungefähr greift sich das an. Echt ein tolles haptisches Erlebnis, diese Liftarme zum Verbauen, muss ich sagen. Ganz was Elegantes gegenüber Mold King zum Beispiel. Was ist sonst noch passiert? Es ist ein bisschen Technik verbaut worden. Man sieht, hinten ist schon für, ich schätze mal, da wird ein Differential reinkommen. Da ist dann das Antriebsritzel für das Differential. Da wird dann der L-Motor wahrscheinlich rangestöpselt. Vorne ist schon eine relativ komplizierte Lenkung drauf gekommen. Man sieht, es sind 4 Zahnräder verbaut. Zum einen mal das tannfarbene da, das ich da durchkomme, dieses. Dann das rote. Das rote geht dann auf ein graues, sieht man da unten. Und das graue geht dann auf das tannfarbene. Warum so kompliziert? Ich schätze mal, sie wollten einfach, dass das Lenkrad mitlenkt, was dann im Innenraum rankommt. Da steckt man dann den Servomotor dran und da schätze ich mal, wird dann das Lenkrad angestöpselt. Es funktioniert, man sieht, es dreht sich und läuft auch geschmeidig. Es ist top, gibt es gar nichts zum Sagen. Lenkeinschlag, wenn wir schon dabei sind, ist leider Gottes sehr gering. Das war's schon. Es ist nicht wirklich viel. Geschuldet ist das deshalb, weil, sage ich gleich, so, jetzt Fokus lassen wir nicht im Stich. Komm, Fokus. Ist es scharf? Ich glaube schon, dass es scharf ist. Ja, jetzt ist es scharf. Schuld dran sind diese Round Studs hier und hier. Ich werde jetzt lenken und dann sieht man gleich warum. Zack, Anschlag. Zack, Anschlag. Das sind Anschlagsbegrenzer oder Lenkeinschlagsbegrenzer. Ich bin gespannt, ich werde das jetzt fürs erste Mal so lassen.
Es hat wahrscheinlich seinen Grund, warum die da drauf sind. Es kann sein nämlich, dass später dann, wenn man die wegnimmt und mehr Lenkeinschlag dadurch haben kann, dass die dann an der Karosserie schleifen, die Räder. Ja, schauen wir mal, ob es so wird. Aber ich glaube es fast, dass deswegen so gemacht haben. Was ist sonst noch gekommen? Vorderachse ist eigentlich okay vom Aufbau her. Ich habe es auch noch nie so von der Funktion her gesehen. War ein bisschen witzig, weil die Federung nicht an der Karosserie aufgehängt ist, sondern an den Querlenkern oben und Querlenker unten. Also hier an dieser Achse ist einmal das Unterteil der Feder angemacht und hier an dem Querlenker, man sieht, das ist der Querlenker da, und hier der obere Teil. Und durch den Hebelarm, was da so zurückgeht, kann man dadurch federn, ganz einfach gesagt. Man sieht, das funktioniert. Ich habe so eine Vorderachsaufhängung noch nie gesehen, sie ist sehr kompakt. Es ist deswegen auch nicht notwendig, dass die an der Karosserie angemacht ist. Das federt in sich selbst. Ist ganz witzig gemacht. Habe ich noch nie gesehen, aber es funktioniert. Es passt. Da sieht man es auch. Da sieht man drinnen die Feder. Die ist nur an den Querlenkern angemacht. Total komisch, aber es wirkt. Was ist noch gekommen? Frontspoiler. Sieht man auch, ist auch schön gelöst. Hat eine schöne Keilform. Ein Panel ist auch drauf. Kratzfrei, ganz toll. Eine Zierleiste ist dazugekommen, die ist übrigens beim echten Modell auch genauso in Rot. Es gibt ja nämlich das echte Modell, das hat die gleichen Farben wie das Modell hat die gleichen Farben wie das echte Modell, so, dass ich es rausbringe. Und das ist auch weiß, schwarz und hat rote Zierstreifen und Zierleisten drinnen. Der Diffusor ist auch dazu gekommen, ist schön gelöst, muss ich sagen, gefällt mir auch ganz gut. Schaut auch von hinten sehr gut aus, bin schon gespannt, wie es dann beim fertigen Modell aussieht, aber es schaut einem Diffusor schon sehr ähnlich. Toll! Sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen, war ein entspanntes Bauen. 5 Tüten waren drinnen in dem Bauabschnitt. 102 Bauschritte waren dafür notwendig und es war echt eine Freude, das zu bauen. Also bis jetzt kann ich das Modell nur empfehlen. Gut, so viel zum Bauabschnitt A. Schnurstracks geht es weiter zum Bauabschnitt B. Der Bauabschnitt B, oder wenn man will auch der zweite, ist beendet. Ich habe weitergebaut an der Grundstruktur des Modells.
gebraucht habe ich dafür gute 1-3/4 Stunden. Im Detail habe ich den Mitteltunnel dazu gemacht, also eine Verkleidung des Mitteltunnels. Der Motor ist dazu gekommen, Hinterachse, eine Halterung für die Verkleidung dann später und ein Heckdiffusor. Wenn wir noch weiter ins Detail gehen möchten, es ist ein meiner Meinung nach schöner V12 Motor dazu gekommen. Er funktioniert relativ gut, er hakt nur ganz wenig. Ich glaube aber auch, dass das gar nicht am Motor liegt, sondern eher an die Zahnräder. Aber es funktioniert einigermaßen. Was mich besonders freut, die Originalvorlage, so besser gesagt, hat nämlich auch einen V12 Motor drinnen. Der ist, glaube ich, sogar von AMG, in spezieller Konfiguration von Pagani so bestellt bei AMG. Die liefern das Ding, er baut es dann ein und er schaut auch relativ dem Original sehr gut nachempfunden aus. Der hat nämlich auch diese Dinger da drauf. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das darstellen soll. Es könnte sein, dass das eine Ansaugbrücke ist, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, V12 super nachgemacht. Zur Hinterachse gibt es mehrere Sachen zum Erzählen. Zum einen ist da das neue Differential reingekommen. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, da bin ich begeistert von dem. Warum? Weil es meiner Meinung nach das Bessere ist gegenüber vorher. Zum einen sieht man, der Differentialkorb ist geschlossen. Er hat nur eine kleine Öffnung, da ist sie. Da kann man nämlich ein kleines Zahnrad hineinschieben. Dann gibt man am Differentialkorb außen 3 hinzu, oben noch eines drauf. Und dann wird dieses orangene Zahnrad, das große, auf den Differentialkorb drauf geklemmt. Und der Vorteil von dem, so meine ich heute zumindest, ist, dass 5 kleine Zahnräder die Kraft besser untereinander aufteilen als 3. Das heißt, wenn einer gern eigene Modelle kreiert und auch mit stärkeren Motoren belasten möchte, hält dieses Differential meiner Meinung nach mehr aus, weil wie gesagt die Kräfte sich dann auf 5 Zahnräder aufteilen und nicht nur auf 3. Ich kann es am Plan kurz zeigen, was ich genau meine. Kurz zoomen. So, jetzt verlass mich nicht. Fokus, jawohl, schaut gut aus. Da sieht man bei diesem ein Zahnrad, das gehört in die kleine Öffnung da rein, einfach so. Die 3 gehören außen rein, rundherum. Und dann am Schluss noch eines oben drauf und dann wird das große einfach auf den Differentialkorb gesteckt. Das ist alles. Man braucht nicht irgendwie was herumfummeln, es wird einfach reingelegt und fertig ist die Geschichte. Genial, einfach genial. Ich glaube, Lego waren die ersten, was das erfunden haben und die anderen haben dann nachgezogen. Was gibt es noch an der Hinterachse zu sagen? Ich finde sie genial gebaut. Sie ist relativ leicht gebaut, aber auch steif. Und was man auch sieht, die Federn hier, die sind nahezu horizontal eingebaut. Gegenüber vorne, da sind sie, naja, waagrecht möchte, also senkrecht möchte ich jetzt nicht sagen, aber leicht schräg halt. Man sieht da das Federbein, wie es runter geht. Der Vorteil von dem System, es nennt sich Pushrod, also Druckstrebe übersetzt, ist, dass es feinfühliger reagiert und vom Komfort her auch besser ist, eben wegen des feinfühligen Reagierens. Und man kann es auch super leicht bewegen. Gegenüber vorne
ist schon schwieriger, da muss ich schon mehr Kraft aufwenden. Es ist aber die gleiche Feder verwendet. Und das funktioniert wirklich besser. Es ist nämlich so, dass an dem unteren Querlenker dieser L-Liftarm angemacht ist, fix mit 2 Pins. Und der überträgt dann, wenn ich da jetzt die Kraft ausübe, der überträgt dann diese Hebelkraft hinauf da zur Federung und die wiederum überträgt es dann auf die Karosserie. Also die Feder ist dem Radträger eigentlich entkoppelt. Da ist die Feder in der Mitte drinnen, da ist sie quasi eine Einheit fast mit dem Radträger, mit der ganzen Halbachse vorne. Und hier ist sie entkoppelt. Ist bei den Rennautos, bei den Formel 1 Autos als erstes eingebaut worden, weil sie gesehen haben, das hat viele Vorteile. Und später dann ist es auch in Hypercars reingekommen, wie eben hier im Nachbau Pagani. Wie gesagt, finde ich ganz toll gemacht, einfach, aber genial, die Hinterachse. Bin ich echt sehr begeistert. Ein Heckdiffusor ist auch noch dazu gekommen, soll helfen, den Luftstrom besser zu leiten. Wenn die Luft hier durchstreift bei schnelleren Fahrten, kann ich da den Luftstrom besser leiten. Ein bisschen eine bessere Stabilität nach links und rechts wird durch diese Flügel gegeben, und weil das ja gezielt gesteuert wird, kann ich somit auch einen Unterdruck erzeugen durch solche Wirbel, was dann hinten produziert werden durch so einen Heckdiffusor. Hilft ein bisschen am besseren Anpressdruck bei höheren Geschwindigkeiten, dass das mehr den Boden runterdrückt, das Ganze. Gut, das wäre es eigentlich für Bauabschnitt B. Nächste wäre der Bauabschnitt C. Und ich lege gleich los damit. Wer hat an der Uhr gedreht? Eieiei. Beim Durchsehen der Videos, die ich bisher gemacht habe für dieses Set, habe ich leider wieder feststellen müssen, dass wir zeitmäßig komplett wieder abgedriftet sind. Tut mir sehr leid. Ich muss wieder 2 Teile daraus machen. Ich habe gehofft, ich schaffe es mit einem, aber ja, wie immer verplaudere ich mich und erzähle einfach viel zu viel. Somit möchte ich Teil 1 abschließen und das nächste Mal dann nächste Woche, wahrscheinlich auch Mitte der Woche, wird es dann mit Teil 2 weitergehen. Vielen Dank einstweilen fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Ich wünsche noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.